Unsere Galaxie enthält schätzungsweise 100 bis 400 Milliarden Sterne, ist über 13 Milliarden Jahre alt und ein erheblicher Teil ihrer Sterne besitzt Planeten. Selbst mit sehr vorsichtigen Annahmen müssten daher längst unzählige technologische Zivilisationen entstanden sein, manche davon Millionen Jahre älter als wir. Trotzdem kein einziges Signal, kein Besuch, keine Spur. Diese Diskrepanz zwischen extrem hoher statistischer Wahrscheinlichkeit und vollkommener Stille hat einen Namen, das Fermi-Paradoxon. Das Paradoxon geht auf eine informelle Bemerkung des Physikers Enrico Fermi zurück, der 1950 am Los Alamos National Laboratory beim Mittagessen mit Kollegen über außerirdisches Leben diskutierte. Der Überlieferung nach unterbrach Fermi das Gespräch plötzlich mit der Frage: Wo sind eigentlich alle? Where is everybody? Er hatte im Kopf offenbar bereits grob überschlagen, dass die Zeitspannen und Sternzahlen in unserer Galaxie so gewaltig sind, dass interstellare Reisen und Kolonisation selbst bei sehr langsamer Ausbreitungsgeschwindigkeit die ganze Milchstraße in einigen 10 Millionen Jahren durchdringen könnten. Ein Wimpernschlag im Vergleich zum Alter der Galaxie. Um die Fermi-Frage systematisch zu greifen, entwickelte der Astronom Frank Drake 1961 eine Formel, die die Anzahl kommunikationsfähiger Zivilisationen in der Milchstraße aus mehreren Faktoren abschätzt: Sternentstehungsrate, Anteil der Sterne mit Planeten, Anzahl potenziell bewohnbarer Planeten pro System, Wahrscheinlichkeit, dass sich dort Leben entwickelt, Wahrscheinlichkeit intelligenten Lebens, Wahrscheinlichkeit erkennbarer Technologie und die Lebensdauer einer solchen Zivilisation. Das Problem: Die meisten dieser Faktoren sind bis heute nicht verlässlich messbar, weshalb die Drake-Gleichung je nach optimistischen oder pessimistischen Annahmen Ergebnisse zwischen „wir sind allein“ und Millionen Zivilisationen liefert. Was das Paradoxon so hartnäckig macht, ist nicht nur die schiere Sternzahl, sondern die Zeitskala. Ein Sonnensystem wie unseres ist gerade einmal 4,6 Milliarden Jahre alt, die Milchstraße existiert aber bereits über 13 Milliarden Jahre. Eine Zivilisation, die auch nur wenige Millionen Jahre vor uns technologiefähig geworden wäre, hätte theoretisch genug Zeit gehabt, sich per selbstreplizierender Sonden, sogenannte von-Neumann-Sonden, über die gesamte Galaxie auszubreiten. Dass wir bislang nicht die geringste Spur einer solchen Ausbreitung gefunden haben, ist statistisch schwer zu erklären, wenn intelligentes Leben tatsächlich häufig entsteht. Eine der einflussreichsten Erklärungen ist die Great-Filter-Hypothese, geprägt vom Ökonomen Robin Hanson 1998. Sie besagt, dass es irgendwo auf dem Weg von unbelebter Materie zu einer galaxieweit expandierenden Zivilisation eine oder mehrere extrem unwahrscheinliche Hürden gibt, einen großen Filter. Die beunruhigende offene Frage: Liegt dieser Filter hinter uns, etwa in der extrem seltenen Entstehung von komplexem Leben oder Intelligenz, oder liegt er noch vor uns, etwa in Form von selbstzerstörerischer Technologie, Atomkriegen oder ökologischem Kollaps, die technologische Zivilisationen typischerweise zum Scheitern bringen, bevor sie interstellar werden? Eine andere, populärwissenschaftlich oft zitierte Idee ist die Zoo-Hypothese, vorgeschlagen vom Radioastronomen John Ball 1973. Außerirdische Zivilisationen könnten existieren, uns aber absichtlich meiden oder beobachten, ähnlich wie Menschen Naturschutzgebiete unberührt lassen. Diese Hypothese ist wissenschaftlich schwer zu prüfen, weil sie im Grunde jede Abwesenheit von Beweisen erklären könnte. Ein Kritikpunkt, den auch viele Astrobiologen teilen, da sich die Hypothese kaum falsifizieren lässt. Die Rare-Earth-Hypothese, 2000 von den Wissenschaftlern Peter Ward und Donald Brownlee formuliert, argumentiert, dass zwar einfaches mikrobielles Leben im Universum relativ häufig entstehen könnte, komplexes, mehrzelliges und erst recht intelligentes Leben aber eine so lange Kette extrem unwahrscheinlicher Zufälle voraussetzt, von der Existenz eines stabilisierenden Mondes über einen schützenden Gasriesen wie Jupiter bis zur richtigen Position in der Galaxie, fernab tödlicher Strahlung, dass die Erde und die Menschheit tatsächlich eine statistische Ausnahme sein könnten.
Ein oft unterschätzter, rein technischer Faktor: Selbst wenn Zivilisationen existieren, könnten ihre Funksignale längst zu schwach sein, um über Dutzende oder Hunderte Lichtjahre hinweg noch von unseren Instrumenten erkannt zu werden. Oder sie senden gar nicht mehr auf klassischen Radiofrequenzen, weil fortgeschrittene Technologie andere, für uns unentdeckbare Kommunikationsformen nutzt. Das SETI-Programm Search for Extraterrestrial Intelligence sucht seit den 1960er Jahren systematisch nach solchen Signalen, hat aber bis heute keinen eindeutigen Nachweis erbracht, was angesichts der bisher untersuchten, verschwindend kleinen Region des Himmels wenig überraschend ist. Die Geschichte der SETI-Forschung kennt einen einzigen, bis heute ungeklärten Moment echter Aufregung: das sogenannte Wow-Signal. Am 15. August 1977 zeichnete der Radioastronom Jerry Amon am Big Ear Radioteleskop der Ohio State University ein extrem starkes, 72 Sekunden andauerndes Funksignal auf, das exakt auf der theoretisch sauberen Wasserstofflinie von 1420 MHz lag, einer Frequenz, die viele Forscher für besonders wahrscheinlich hielten, falls eine außerirdische Zivilisation gezielt kommunizieren wollte. Amon war so verblüfft, dass er den entsprechenden Ausdruck mit dem Wort Wow markierte, was dem Signal seinen bis heute gebräuchlichen Namen gab. Trotz jahrzehntelanger, wiederholter Nachbeobachtungen desselben Himmelsbereichs wurde das Signal nie wieder empfangen und bis heute konnte keine eindeutige natürliche Erklärung, etwa ein vorbeiziehender Komet oder ein Satellitenreflex, das Ereignis vollständig erklären. Es bleibt einer der interessantesten ungelösten Datenpunkte der gesamten SETI-Geschichte, wird aber von den meisten Astronomen mangels Wiederholbarkeit nicht als seriöser Beweis für außerirdisches Leben gewertet. 2018 veröffentlichten die Oxford-Forscher Anders Sandberg, Eric Drexler und Toby Ord eine vielbeachtete Studie im Fachjournal Astrobiology, die die statistische Unsicherheit in der Drake-Gleichung neu bewertete. Ihr zentrales Ergebnis? Wenn man die realistische Bandbreite an Unsicherheiten in jedem einzelnen Faktor korrekt mit einbezieht, statt nur einen einzigen besten Schätzwert zu verwenden, ist es statistisch durchaus plausibel, dass die Menschheit tatsächlich allein in der beobachtbaren Galaxie ist. Das Paradoxon wäre dann größtenteils ein Artefakt falscher statistischer Methodik, nicht zwingend ein tiefes kosmisches Rätsel. Seit den 1990er Jahren wurden über 5000 Exoplaneten bestätigt, viele davon in der sogenannten habitablen Zone ihres Sterns, in der flüssiges Wasser theoretisch möglich wäre. Missionen wie das James Webb Weltraumteleskop können inzwischen erstmals Atmosphären fremder Planeten spektroskopisch untersuchen und nach potenziellen Biosignaturen wie bestimmten Gaskombinationen suchen. Jede neue Entdeckung verschiebt die Debatte von reiner Theorie hin zu überprüfbaren Daten, wodurch das Fermi-Paradoxon in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise erstmals empirisch eingegrenzt werden könnte. 2015 startete der russisch-britische Milliardär Juri Milner gemeinsam mit dem Physiker Stephen Hawking das Projekt Breakthrough Listen. Ausgestattet mit 100 Millionen US-Dollar und Zugang zu einigen der leistungsstärksten Radioteleskope der Welt, darunter das Green Bank-Teleskop in West Virginia und das Parkes-Observatorium in Australien. Das Projekt durchsucht systematisch die 1 Million sonnennächsten Sterne sowie die 100 nächstgelegenen Galaxien nach künstlichen Signalen und sammelt dabei deutlich mehr Daten in wenigen Jahren, als die gesamte SETI-Forschung zuvor in Jahrzehnten zusammengetragen hatte. Bislang wurde zwar noch kein eindeutiges künstliches Signal gefunden, aber die schiere Menge an durchsuchten Sternen und Frequenzbandern hat die statistischen Grenzen, innerhalb derer eine Zivilisation wie unsere unentdeckt bleiben könnte, bereits erheblich eingeengt. Neuere Forschung konzentriert sich zunehmend nicht mehr nur auf klassische Funksignale, sondern auf sogenannte Technosignaturen im weiteren Sinne, etwa ungewöhnliche Lichtmuster, die auf gigantische künstliche Strukturen wie eine Dyson-Sphäre hindeuten könnten, ein hypothetisches Konstrukt, das einen ganzen Stern zur Energiegewinnung umschließt, erstmals 1960 vom Physiker Freeman Dyson beschrieben, oder charakteristische Spuren industrieller Verschmutzung in Exoplanetenatmosphären
wären. Dieser erweiterte Suchansatz erkennt an, dass eine hochentwickelte Zivilisation möglicherweise gar keine gezielten Funksignale mehr aussendet, aber trotzdem messbare physikalische Spuren ihrer Existenz hinterlässt. Zusammengefasst, das Fermi-Paradoxon beschreibt die Spannung zwischen der riesigen statistischen Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben in unserer Galaxie und der bisher vollständigen Stille. Erklärungsansätze reichen von einem großen Filter in unserer Vergangenheit oder Zukunft über bewusst zurückhaltende Zivilisationen bis zur Möglichkeit, dass komplexes Leben tatsächlich extrem selten ist. Eine endgültige Antwort gibt es bis heute nicht, aber moderne Exoplanetenforschung könnte das Rätsel erstmals mit echten Daten statt nur mit Wahrscheinlichkeitsrechnung angehen. Wenn dich diese Art von großen, offenen Fragen des Universums fasziniert, schau dir gerne auch unsere anderen Weltraumrätsel an. Zum Beispiel, warum der Nachthimmel überhaupt dunkel ist oder was eigentlich dunkle Materie ist. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr solcher Themen sehen willst.